wir wollen ja mit diesem Video jetzt unser Webinar nächste Woche ankündigen. Das Webinar mit dem Titel Privatsphäre im digitalen Zeitalter, Schutz und Sicherheit im Internet. Schön, dass du da bist, Chris. Du bist ja nächste Woche unser Experte, unser Referent beim Webinar. Und es ist ja so, in der heutigen Welt sind wir ja alle ständig online, hinterlassen dabei eine Riesenmenge persönlicher Daten und Spuren, egal ob wir online einkaufen oder in sozialen Medien unterwegs sind. Immer wieder werden unsere Daten von Unternehmen, Regierungen und auch Organisationen gesammelt und analysiert oder könnten zumindest gesammelt und analysiert werden. Und wir wollen ja nächste Woche im Webinar von dir erfahren, wie man seine Privatsphäre im Internet überhaupt schützen kann. Und vor allem wollen wir darüber sprechen, warum das überhaupt notwendig sein könnte. Viele unserer Mandanten, es sind ja auch Menschen, die sich zum Beispiel um ihr Vermögen Sorgen machen, was damit passiert. Wir haben eine ganze Reihe Gesetzgebung, die dazu führen, dass man sich immer mehr Sorgen dafür macht. Wir haben auch Mandanten, die vielleicht vorhaben oder den Schritt schon getan haben, ins Ausland ihren Wohnsitz zu verlagern oder auch Business ins Ausland zu verlagern. Und immer wieder gibt es dann diese Fragen, muss ich mir Sorgen machen? Werde ich von irgendjemandem überwacht? Es geht ja gar nicht darum, illegale Dinge zu tun, sondern es geht um ganz legales Verhalten. Aber es könnte eben sein, dass Daten in die Hände über mein Verhalten, über meine Gewohnheit, über meine Person gelangen. Und ich möchte das gar nicht. Habe ich das ungefähr gut zusammengefasst, Chris? Oder was kannst du jetzt hier noch hinzufügen? Absolut. Und ich denke, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich richtig auf das Live-Webinar am Donnerstag. Und es ist absolut so, dass die Privatsphäre von jedem Einzelnen unter massivem Beschuss ist. Also da laufen Attacken weltweit, nicht nur Europa, sondern wirklich weltweit. Und wir haben neue Gesetze dazu. Du hast auch schon ein Video dazu gemacht, Digital Service Act. Das ist neu. Dann haben wir ein Update bei den Microsoft-Nutzungsbedingungen. Also jeder, der Windows verwendet, großes Ausrufezeichen ist da oder auch Produkte von Windows. Da sollte man wirklich genau wissen, was im Hintergrund da läuft. Und dann haben wir auch vor kurzem, vor über einem Monat, eine Neuerung oder ein neues Gesetz von der EU wieder zur künstlichen Intelligenz. Und was da wiederum drin steht, ist wirklich sehr bedenklich. Also das ist eigentlich noch sehr human ausgedrückt. Es ist wirklich so, dass man sich das anschauen muss, auf die Privatsphäre jetzt zu achten, weil ansonsten in Zukunft halt einfach so viele Repressalien auf einen zukommen. Und ich denke, viele haben davon schon gehört, dass das Zentralbankgeld eingeführt werden soll. Die Frage, ob es soweit kommt, weil die Infrastruktur steht in vielen Ecken und Enden noch gar nicht bereit dafür. Und dann haben wir auch das Thema Strom, ob da überhaupt überall dann immer genügend zur Verfügung steht. Aber dennoch, das ist ja die Agenda. Und man läuft halt dann Gefahr, wenn man jetzt so viele Daten von sich preisgibt, also was man täglich tut, das Bewegungsprofil, mit wem man kommuniziert, was man liked oder wenn man Social Media hat, wie man sich da verhält, mit wem man followt zum Beispiel, wem man auf Telegram auch abonniert hat, mit wem man E-Mail kommuniziert oder einfach nur an welchen Stellen man vorbeiläuft mit Mobiltelefon oder was man am Rechner generell so tut, welche Geräte um einen herum sind. Das wird alles erfasst. Du hast angesprochen, es ist die Frage, ob das gemacht wird. Das wird definitiv gemacht und diese Daten werden auch verwendet. Und da fragen die Regierungen teilweise halt an bei den 3 Buchstaben-Agenturen für genau diese Daten. Es gibt Sachen, die man da machen kann, aber vor allem ist mir wichtig, dass erstmal das Bewusstsein da ist, dass das eine Riesengefahr ist. Und am Donnerstag sprechen wir dazu und ich freue mich schon richtig. Absolut. Und wenn jetzt hier vielleicht noch der ein oder andere Zuschauer sagt, das ist Unsinn, das ist Quatsch, also so schlimm, sowas Schlimmes kann mir nicht passieren oder dass man da so getrackt wird. Vielleicht eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Leben. Einige, die regelmäßig unseren Podcast sehen, wissen ja oder haben es schon gehört, dass ich auch mal im Prinzip eine ganze Zeit lang für ein Unternehmen im Iran tätig gewesen bin. Übrigens ganz offiziell und ganz legal, auch für die Deutsche Außenhandelskammer war ich da tätig. Unter anderem auch für ein sehr großes deutsches Unternehmen, das da in diesem bösen Land sozusagen im Gesundheitsbereich Produkte verkauft hat. Ich habe mein LinkedIn-Profil nur aktualisiert und habe reingeschrieben, dass ich da für ein Unternehmen tätig bin in diesem Land. Und am nächsten Tag waren mir mehrere Accounts gesperrt. Ja. Von Lieferanten, muss man dazu sagen, die übrigens auch wussten, dass wir da in diesem Land ganz legal und ganz offiziell tätig waren. Nur deswegen war mir auch nicht bewusst, dass sie also wirklich LinkedIn-Profile einfach scannen, automatisiert
und dann auch automatisch irgendwo eine rote Lampe angeht und eben die Lieferanten-Accounts, die Schulungsaccounts waren es damals, gesperrt wurden. Und dann haben wir da angerufen und gesagt, ich möchte gerne wieder in das Portal rein, ich möchte gerne meine Schulung, mein Training weiter fortsetzen, dafür die Produkte. Und dann haben wir gesagt, wir können das leider nicht, das geht alles bei uns automatisch, wir haben überhaupt keinen Einfluss drauf. Also Sie müssen mal warten, bis das dann wieder freigeschalten wird. Ne? Es wird also dann irgendwie reviewed. Und da ist mir das erste Mal, es ist 5 Jahre her, ist mir das bewusst geworden, dass man wirklich aufpassen muss, was man auch in sozialen Medien, wenn man jetzt mal LinkedIn dazu zählt, was man da von sich preisgibt. Ne? Da hast du eigentlich erfahren, man braucht einen Filter, um wirklich auch die täglichen Aktivitäten, die man einfach online in der Cyberwelt macht, dass man die selber durchfiltert und drauf schauen muss, okay, was mache ich da? Was hat das für Auswirkungen? Weil genau das, was du jetzt gerade erzählt hast, LinkedIn, das brauchst du ja zum Beispiel, um im Ausland, in manchen Ländern, eine Gesellschaft zu gründen. Brauchst du das LinkedIn-Profil? Wenn das auf einmal weg ist, ja, was machst du dann? Dann brauchst du wieder andere Referenzen. Und wenn die eben auch davon dann betroffen sind, also das sieht man schon, das sind so kleine Repressalien im Grunde, weil es geht ja auch noch viel, viel eingreifender in den Alltag. Zum Beispiel, wenn es um Bankkonten geht, Geldflüsse, Zugänge, Bewegungsfreiheit, Meinungsfreiheit, ja. Also all diese Dinge kommen da dann einfach unter Beschuss. Absolut, so ist das. Also ich bin gespannt. Wir freuen uns dann auf nächsten Donnerstag und wer jetzt das Video sieht und vielleicht auch schon im Vorfeld Fragen hat, wo er sagt, da möchte ich gerne drüber was hören, dann schreibt doch einfach eure Fragen jetzt schon in die Kommentare. Dann erreicht uns das noch, bevor das Webinar startet und dann können wir das auch noch gebührend berücksichtigen. Ansonsten, das Webinar ist ja live, auch im Webinar kann man natürlich seine Fragen in die Kommentare reinschreiben. Vielen Dank, Chris, dass du heute Zeit hattest, schon mal sozusagen für den Teaser, fürs Webinar und dann bis bald. Und lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, wir freuen uns, dich zu sehen. Bis Donnerstag. Frau. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.